Hallo an alle. Ich bin Peter und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute möchte ich euch etwas erzählen, das mich wirklich verändert hat. Nicht dramatisch, nicht von einem Tag auf den anderen, sondern langsam, Schritt für Schritt. Es geht um einen Moment in meinem Leben, in dem mir plötzlich etwas sehr Wichtiges weggenommen wurde. Etwas, das ich jeden Tag genossen hatte, ohne jemals darüber nachzudenken. Und es geht darum, wie ich es wieder zurückbekam und was ich dabei über mich selbst gelernt habe. Ich hoffe, dass euch diese Geschichte nicht nur beim Deutschlernen hilft, sondern vielleicht auch ein bisschen inspiriert. Denn manchmal kommen die wertvollsten Lektionen im Leben aus den schwierigsten Momenten. Aber fangen wir von Anfang an. Es war ein ganz normaler Donnerstagabend im Herbst. Die Luft war kühl und frisch, die Lichter auf dem Fußballplatz leuchteten hell in die Dunkelheit. Ich war dort, so wie fast jeden Donnerstag. Das Training lief gut, meine Beine fühlten sich leicht an, ich war in guter Form. Wir spielten ein kleines Übungsspiel unter uns, locker und entspannt, wie Freunde das eben machen. Ich erinnere mich noch genau an diesen Moment. Ich lief auf den Ball zu, wollte einen schnellen Pass nach links spielen und dann kam der Schmerz. Es war kein langsamer Schmerz. Es war sofort, scharf und sehr stark. Mein rechtes Knie. Ich blieb mitten auf dem Platz stehen. Ich konnte nicht mehr normal laufen. Die anderen kamen sofort zu mir. »Alles in Ordnung, Peter?« fragten sie. Aber ich wusste schon in diesem Moment, dass etwas nicht stimmte. Nein, nicht wirklich in Ordnung. Ich setzte mich auf den Boden, streckte das Bein aus. Ich spürte, wie das Knie bereits anfing, warm zu werden. Einer meiner Mitspieler holte eine Kühltasche vom Rand des Platzes. Wir legten eine Kältekompresse auf das Knie, wickelten es vorsichtig ein und ich saß da, mitten in der Nacht, auf dem Fußballplatz und dachte, was ist gerade passiert? Am nächsten Morgen war das Knie geschwollen. Ich konnte kaum die Treppe in meiner Wohnung hinuntergehen. Jeder Schritt war unangenehm. Ich machte sofort einen Termin beim Arzt, so schnell wie möglich. Nach einer gründlichen Untersuchung und einem MRT war die Diagnose klar. Eine leichte Bänderüberdehnung. Nicht das Schlimmste, was passieren kann, sagte der Arzt. Aber trotzdem schmerzhaft und ernst zu nehmen. Er erklärte mir ruhig und deutlich, was ich jetzt tun müsse. Mindestens 6 bis 8 Wochen Pause. Kein Training, kein Fußball, keine langen Spaziergänge. Das Knie hochlagern, kühlen, schonen. Entzündungshemmende Mittel nehmen, wenn nötig. Und vor allem Geduld haben. 6 bis 8 Wochen. Das klang für mich damals wie eine halbe Ewigkeit. Kennt ihr das Gefühl, wenn euch plötzlich etwas fehlt, das ihr immer für selbstverständlich gehalten habt? Ich hatte nie wirklich darüber nachgedacht, wie wichtig Bewegung für mich war. Nicht nur körperlich, sondern auch für meinen Kopf, für meine Stimmung, für meinen ganzen Alltag. Sport war für mich nicht nur Fitness. Es war Ausgleich. Es war Freude. Es war meine Zeit für mich, nach einem langen Arbeitstag. Und jetzt war es einfach weg. Die ersten Tage zu Hause waren ehrlich gesagt sehr schwer. Ich lag viel auf dem Sofa, das Knie hochgelagert auf einem Kissen, eine Kältekompresse drauf. Ich schaute Serien, die ich sonst nie schauen würde. Ich las ein bisschen, aber konnte mich kaum konzentrieren. Ich schlief zu viel und fühlte mich trotzdem müde. Und innerlich war ich unruhig, rastlos. Ich vermisste das Training. Ich vermisste das Laufen über den Platz. Ich vermisste sogar die Erschöpfung nach einem langen Spiel, das schweißnasse Trikot und das zufriedene Gefühl danach. Mein Freund Jonas rief mich am 3. Tag an. Er ist selbst sehr sportlich und hatte vor ein paar Jahren eine Schulterverletzung gehabt. »Wie geht's dir?« fragte er. Ich antwortete ehrlich, »schlecht. Ich sitze hier rum und fühle mich nutzlos.« Jonas lachte ein bisschen. Nicht böse, nicht spöttisch, sondern verständnisvoll, wie jemand, der weiß, wie das sich anfühlt. Dann sagte er etwas, das mich wirklich beschäftigt hat. Er sagte, »Peter, das Heilen ist auch eine Aufgabe. Eine echte, ernsthafte Aufgabe. Fang an, sie so zu behandeln.« Das traf mich. Richtig heilen. Ich hatte die Pause als Stillstand gesehen, als Strafe fast. Als wäre ich für 6 Wochen aus meinem Leben herausgefallen. Aber Jonas hatte recht. Das Heilen war selbst etwas, das ich aktiv tun konnte. Ich musste meine Einstellung ändern. Ich beschloss am nächsten Morgen, die Zeit anders zu nutzen. Ich rief noch einmal meinen Arzt an und fragte ihn genau, was erlaubt sei. Was darf ich tun? Was hilft dem Heilungsprozess? Welche Bewegungen sind sicher? Er erklärte mir ausführlich, sanfte Dehnübungen für das Knie seien erlaubt, wenn sie keinen Schmerz verursachen. Oberkörpertraining im Sitzen oder Liegen sei in Ordnung. Schwimmen könnte bald möglich sein,
aber erst nach einer weiteren Kontrolle. Das Wichtigste, kein Druck auf das Knie, keine abrupten Bewegungen, keine Sprünge. Also begann ich damit. Jeden Morgen stand ich um die gleiche Zeit auf, trank meinen Kaffee und machte dann 10 bis 15 Minuten leichte Dehnübungen. Langsam, konzentriert, ohne Eile. Ich folgte Videos, die ich online gefunden hatte, und achtete darauf, nur das zu tun, was mein Arzt empfohlen hatte. Das war am Anfang sehr schwierig für mich, weil ich ungeduldig bin von Natur aus. Ich wollte mehr tun, schneller vorankommen. Aber ich lernte langsam zu sein. Ich lernte auf meinen Körper zu hören, wirklich zu hören. Nach etwa 2 Wochen begann ich mit leichten Übungen für die Arme und die Schultern. Nichts Wildes, nur kleine Hanteln zu Hause, ruhige Bewegungen, kontrolliert und bewusst. Und ich merkte, das tat mir gut. Nicht nur dem Körper, sondern auch dem Kopf. Ich hatte wieder das Gefühl, etwas zu tun, aktiv zu sein. Nicht nur zu warten, sondern Teil meiner eigenen Heilung zu sein. In dieser Zeit begann ich auch viel mehr zu lesen, und zwar über das Thema Sportverletzungen und Genesung. Ich wollte wirklich verstehen, was in meinem Knie passiert war, wie Bänder funktionieren, wie der Heilungsprozess auf zellulärer Ebene abläuft, was Entzündungen bedeuten und warum sie eigentlich wichtig für die Heilung sind. Und je mehr ich verstand, desto geduldiger wurde ich, denn ich sah, der Körper heilt, wenn man ihm die Zeit gibt und ihn unterstützt. Man kann diesen Prozess nicht beschleunigen, indem man ungeduldig ist. Aber man kann ihn sehr wohl sabotieren, wenn man zu früh zu viel verlangt. Was mich außerdem wirklich geholfen hat, war ein bewussterer Umgang mit meiner Ernährung. Mein Arzt hatte kurz erwähnt, dass bestimmte Nährstoffe den Heilungsprozess unterstützen können. Also recherchierte ich genauer. Ich aß mehr Lebensmittel mit Vitamin C, weil es für die Kollagenproduktion wichtig ist, und Bänder bestehen nun mal aus Kollagen. Ich aß mehr Proteine, weil der Körper sie für die Reparatur von Gewebe braucht. Ich trank mehr Wasser. Ich aß weniger Süßes, weniger verarbeitete Produkte. Nicht perfekt, nicht radikal, aber bewusster. Und ich merkte, dass es mir gut tat, auch mental. Das Gefühl, dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun, ist erstaunlich stark. Ich schlief in dieser Zeit auch besser. Die ersten Nächte hatte ich schlecht geschlafen, weil ich innerlich unruhig und frustriert war. Aber als ich anfing, die Situation anzunehmen, statt dagegen zu kämpfen, änderte sich auch das. Ich schlief tiefer, träumte ruhiger, wachte erholter auf. Gegen Ende der 5. Woche war mein Kontrolltermin beim Arzt. Ich war nervös auf dem Weg dorthin. Was würde er sagen? Brauche ich mehr Zeit? Muss ich noch länger warten? Habe ich vielleicht zu wenig getan oder zu viel? Er untersuchte das Knie sorgfältig und ruhig. Ich beobachtete sein Gesicht, versuchte zu lesen, was er dachte. Dann lächelte er. »Es sieht wirklich gut aus, Peter«, sagte er. »Die Schwellung ist fast vollständig weg. Die Bänder heilen sehr schön. Du hast offensichtlich gut auf sie geachtet.« Er machte eine kurze Pause, dann sagte er, »Wenn du möchtest, kannst du in einer Woche mit sehr leichtem Jogging anfangen. Aber bitte, wirklich vorsichtig, kurze Strecken. Langsames Tempo. Und wenn du auch nur das kleinste Unbehagen spürst, sofort aufhören.« Ich war so erleichtert, dass mir fast die Tränen kamen. Leichtes Jogging. Eine Woche. Das war das Beste, was ich in diesem Moment hätte hören können. Und dann kam dieser erste Lauf zurück. Ich werde ihn nie vergessen. Es war ein früher Morgen, kurz nach 7 Uhr. Die Luft war kühl und roch nach Herbst und feuchter Erde. Ich war im Park in meiner Nähe mit meinen Laufschuhen und ich lief. Langsam, sehr langsam. Viel langsamer als sonst. Ich spürte mein Knie bei jedem Schritt, achtete auf jedes Signal. Aber es tat nicht weh. Es fühlte sich gut an. Nach etwa 10 Minuten blieb ich stehen. Ich stand mitten im Park, atmete tief ein, schaute um mich. Die Bäume im Herbstlicht, das leise Rauschen der Blätter, die Stille des frühen Morgens. Und ich dachte, wie lange hatte ich das nicht mehr so gespürt? Wie lange war ich einfach gelaufen, ohne wirklich dabei zu sein? Ich glaube, ich hatte in diesem Moment noch nie so tief und aufrichtig für eine einfache kleine Sache dankbar gefühlt. Für das Laufen, für gesunde Beine, für einen Körper, der heilen kann. In den nächsten Wochen baute ich das Training langsam und behutsam wieder auf. Immer mit Rücksprache beim Arzt. Immer mit Geduld. Die Strecken wurden länger, das Tempo ein bisschen schneller. Ich fügte nach und nach weitere Übungen hinzu. Das Knie machte alles mit. Und nach etwa 11 Wochen insgesamt stand ich wieder auf dem Fußballplatz. Nicht sofort mit vollem Einsatz, aber dabei. Ich war wieder im Training. Meine Mitspieler freuten sich, klopften mir auf die Schulter. Jonas war auch da.
Er sah mich an und lächelte einfach nur. Kein „Ich hab's dir doch gesagt", einfach nur ein Lächeln. Das reichte. Was ich aus dieser ganzen Zeit mitgenommen habe, ist viel mehr, als ich zu Anfang erwartet hätte. Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören, wirklich zu hören. Nicht nur dann, wenn er schmerzt, sondern jeden Tag. Ich habe gelernt, Geduld zu haben, auch wenn es schwer ist und man am liebsten sofort weitermachen möchte. Ich habe gelernt, dass Pausen nicht das Gegenteil von Stärke sind, sondern ein wichtiger Teil davon. Ich habe gelernt, dass der Kopf genauso heilen muss wie der Körper. Dass Frustration und Ungeduld echte Hindernisse sind, genauso wie körperliche Schmerzen. Und dass Akzeptanz, also das Annehmen einer schwierigen Situation, kein Aufgeben ist. Es ist der erste Schritt zur Veränderung. Und ich habe gelernt, dankbar zu sein. Für Bewegung, für Gesundheit. Für Freunde wie Jonas, die die richtigen Worte im richtigen Moment haben. Für einen Körper, der, wenn man ihm gut zuhört und ihn gut behandelt, erstaunliche Dinge leisten kann. Ich frage mich manchmal, ob diese Verletzung eigentlich ein Glück im Unglück war. Natürlich hätte ich lieber ohne sie gelebt. Aber die Dinge, die ich dabei gelernt habe, die hätte ich vielleicht nie gelernt, wenn alles immer einfach und problemlos gewesen wäre. Und jetzt möchte ich euch fragen, habt ihr auch schon einmal so eine Erfahrung gemacht? Eine Verletzung, eine Krankheit, eine Zeit, in der ihr pausieren musstet, obwohl ihr gar nicht wolltet. Was hat euch in dieser Zeit geholfen? Was war am schwersten für euch? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich lese wirklich jeden Kommentar und freue mich immer sehr über eure Gedanken und Geschichten. Diese Gemeinschaft hier ist etwas Besonderes und jedes Mal, wenn ich eure Kommentare lese, lerne auch ich etwas Neues. Wenn euch diese Geschichte beim Deutschüben geholfen hat oder wenn sie euch einfach gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das kostet euch nur eine Sekunde, bedeutet mir aber sehr viel und hilft dem Kanal dabei zu wachsen und mehr solche Inhalte zu bringen. Und wenn ihr noch nicht dabei seid und regelmäßig neue Geschichten auf Deutsch hören möchtet, die euch gleichzeitig beim Lernen helfen, dann würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Es war mir heute wieder eine echte Freude, mit euch Zeit zu verbringen. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und gebt auf eure Körper Acht. Manchmal ist das Innehalten genau das Richtige. Tschüss, bis zum nächsten Mal.